Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem, eigentlich ein richtiges Unboxing möchte ich jetzt gar nicht machen. Ich möchte nur ein bisschen Werbung machen. Und zwar Werbung für den Discord-Server von der Diamond Painting Community. Und zwar haben wir also veranstaltet quasi die Diamond Painting Community. Macht verschiedene Aktionen, Verlosungen, so Events wie zum Beispiel gemeinsam painten statt einsam, also gemeinsam statt einsam, oder zum Beispiel dieses Hoppla-Paket. Hoppla-Paket, ja, was kann ich mir darunter vorstellen? Hat was mit Ostern zu tun. Und die liebe Pichu, das sieht man hier schon an dem Aufkleber, hat der Diamond Painting Community ein Osterbild gesponsert sozusagen. Und das Hoppla-Paket, das ist dieses hier, wird jetzt zu insgesamt, ich glaube 10 oder 11 Teilnehmern wandern. Und ihr habt das Unboxing bestimmt schon irgendwo gesehen. Ansonsten verlinke ich euch hier nochmal das Video von der lieben Emela. Die hat das Paket ausgepackt und hat das Unboxing dazu gezeigt. Und das Hoppla-Paket geht auf Wanderschaft. Ich darf die erste sein, deswegen zeige ich euch das hier. Heute ist der, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag, der 5. März. Heute ist das angekommen und jeder darf da Felder painten. Dadurch, dass wir 10 sind, darf jeder 3 Felder painten und die letzten Felder wird dann die liebe Emela, die hat auch das Paket losgeschickt, wird dann wieder bei Emela landen zum Schluss und sie wird dann die letzten Felder quasi painten. Und ich glaube sogar uns auch alle mitnehmen. Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verlinke euch die Diamond Painting Community sowohl auf dem Discord-Server. Das ist eine App, Discord-App nennt sich die. Und ich weiß nicht, falls einer nicht weiß, was Discord ist, kann er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das da sonst noch mal kurz erklären in den Kommentaren. Und dann verlinke ich euch auch die Diamond Painting Community auf Instagram. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil ich bin ja jetzt auch ein bisschen gespannt. Und der Clou dabei, also wir painten nicht einfach, also wir painten der Reihe nach. Ihr werdet gleich sehen, von welchem Bild ich rede. So, da haben wir es. Und ihr seht schon, es ist dieses Oster-Mystery-Bild. Wir haben hier eine ganz süße Tasche mit Heidiwachs. Und zwar Pfingstrose. Gleich mal riechen. Okay, das ist der Behälter dafür. Und das sah jetzt tatsächlich täuschend echt aus wie das normale Hundewachs. Hat mich kurz mal aufs Eis gelegt. Okay, super. Werde ich mit painten und ausprobieren. Dann haben wir hier das schicke Bild, was total heile angekommen ist. Das ist schon mal sehr gut. DHL hat sich zurückgehalten. So, hier haben wir die Steinchen. Und wir haben die Legende. Genau. Ja, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen zeigen. Wie gesagt, ich habe Emelas Unpacking-Video beigefügt. Ich will nur mal eben gucken, wo jetzt... Ich fange ja an mit der 1, sozusagen. Okay, die 1 ist die Möhre da oben. Und Emela hat uns auch die Kästchen schon vorgeschnitten. Das heißt, ich kann auch direkt loslegen, ohne nochmal zu schneiden. Hier ist die 2, das Blümchen und hier 3. Oster. Da freue ich mich riesig drauf. Und wenn ich diese 3 dann gepaintet habe, geht das auf Wanderschaft zu dem nächsten auf der Teilnehmerliste. Und ich würde sagen,
ich werde einfach mal anfangen und vielleicht mache ich das dann so, dass ich das im Anschluss an dem Video dann noch hinterherhänge, damit ihr seht, was ich gemacht habe. Und zwar ist es so, dass wir in unseren Feldern, die halt der Teilnehmer, also ich jetzt zum Beispiel, ich darf in den Feldern meine eigene Kreativität noch spielen lassen. Das heißt, ich kann da irgendwas einbauen. Entweder andere Steinchen einbauen oder ich sag mal ein Zeichen reinmachen. Zum Beispiel, ich heiße Rena, also zum Beispiel ein R irgendwie noch mit einbauen oder so. Also da sind die, ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Und mal gucken, bei mir, ich weiß noch nicht so genau, das entscheide ich beim Painten. Kommt ja auch auf die Farben drauf an und ob ich irgendwie andere in der gleichen Art habe oder wie das Feld halt so aussieht. Ne? Es ist ja, wenn ich das richtig weiß, schwarz-weiß. Gucken wir mal. Ja. Also es ist ja, oh, das ist aber eine mega dicke Folie. Wow. Mega dick. Also es ist ja schwarz-weiß, insofern weiß ich ja noch nicht, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Genau, was da so kommt. Genau, ich habe auch versucht, mich hier überhaupt nicht spoilern zu lassen auf Instagram. Da wurden ja auch schon Fotos gepostet von den Feldern. Und ja, ich bin gespannt. In diesem Sinne, kommt auf den Discord, guckt euch das mal an. Gibt es viele Gleichgesinnte, alles Diamond Painter in allen Variationen. Und ja, warum soll man dieses tolle Hobby alleine machen? Ne? Bis dahin, tschüss.